Die Analyse von Stammbäumen zählt zu den ältesten Methoden der Erbforschung beim Menschen. Das vermutlich populärste Beispiel ist die Vererbung der Bluterkrankheit bei den Nachkommen Königin Victorias von England. Sie ist auch heute noch eine beliebte Methode, die man in der Regel im Rahmen der genetischen Beratung vor einer molekulargenetischen oder zytogenetischen Analyse durchführt. In unserer Lösung für die Genetik kann man einen Stammbaum mit wenigen Klicks erstellen, bearbeiten und jederzeit erweitern. In diesem Video zeigen wir euch wie. Unsere Lösung für die Humangenetik. Und sie ist eine von vielen Lösungen, die wieder mit der Dorner Workflow Engine kreiert wurde. Für jeden, der mit einer der vielen Lösungen bereits in Berührung kam, auf den ersten Blick sofort erkennbar: ganz oben die Menüleiste, die frei konfigurierbare Icon-Leiste mit den wichtigsten Shortcuts für den Benutzer direkt darunter, die Fall- bzw. Patientennavigation oder Suche links im Bild, in der Mitte die eigentliche Akte zum jeweiligen Fall bzw. Patienten mit allen bisher gesammelten sowie noch ausstehenden Daten und rechts die eigentlichen Masken zur Datenein- und Ausgabe. In unserem Beispiel die Möglichkeit, aus unterschiedlichen genetischen Untersuchungen zu wählen. Molekulargenetische Untersuchung, zytogenetische Untersuchung oder eben unter weitere die Stammbaumanalyse. Klicke ich auf den Stammbaum, bin ich schon in der Analyse, in der Darstellung. So einfach. In der Menüleiste haben Sie hier ganz links oben den Button zum Hinzufügen. Da klicken Sie drauf und dadurch wird so automatisch ein Fenster geöffnet für die Attribute, die Sie dann für den Patienten entsprechend oder für die Personen entsprechend festlegen können. In dem Fall würde ich jetzt einfach mal das als Mann bezeichnen. Hier haben Sie jetzt die Möglichkeit, auch noch weitere Attribute zu ergänzen, aber letztendlich können Sie das auch später machen. Ich speichere jetzt mal in dem Fall. Also Sie sehen jetzt hier, habe ich diesen Mann erfasst. In dem Falle ist es natürlich so, dass wir in einem Workflow, in einem Stammbaumanalyse ja mehrere Generationen abbilden wollen. Man kann in jedweder Form beginnen. Also Sie können jetzt letztendlich definieren, wollen Sie erst die Kinder darstellen, wollen Sie erst die Elternbeziehung darstellen oder wollen Sie das als Ehepartner darstellen. Das ist also völlig egal, das ist hier völlig flexibel an dieser Stelle. Ich beginne jetzt einfach mal und sage, also ich will den Ehepartner dazu anlegen. Jetzt wird automatisch, wie Sie hier sehen, schon eine Beziehung hergestellt. Also Sie können jetzt definieren, er hat eine Frau. Das Geschlecht wählen Sie aus und dann speichern Sie das. So haben wir jetzt schon mal eine Beziehung zwischen Mann und Frau. Jetzt haben die halt ein Kind, also klicke ich wieder den Mann an. Ich kann jetzt entscheiden, welche Beziehung ich weiterhin ergänzen möchte. Ich kann aber auch hier an der Stelle die Person bearbeiten. Jetzt möchte ich ja im Endeffekt dieser Person ein Kind zuordnen. Dann sage ich einfach Kind 1. Ich sage, das Kind ist weiblich, speichere das und dann ist die Beziehung zwischen Mann und Kind gegeben. Jetzt fehlt natürlich noch die Beziehung eigentlich sind das ja die Eltern zu dem Kind. Da muss man ganz einfach per Drag und Drop auf das Kind klicken und zur Frau ziehen. Und schon sehen Sie die Beziehung zwischen Mann und Frau mit dem Kind. Jetzt haben wir schon 2 Generationen dargestellt. Jetzt brauchen wir noch wahrscheinlich die Generation oben drüber oder die ältere Generation für den Mann. Also klicke ich wieder auf den Mann und sage jetzt an der Stelle Eltern anlegen. Dann sehen Sie schon, es geht jetzt hier in der Generation, das ist ja die Generation vor dem Mann, wird auch hier schon richtig dargestellt und sage jetzt da, das ist der Vater. Und auch er ist männlich. Und das speichere ich. Jetzt hatte der Vater natürlich eine Frau. Ich sage jetzt, der Vater hatte eine Ehe sozusagen und erfasse jetzt die Mutter. Auch jetzt hier haben wir wieder eine ganz einfache, intuitive Bedienbarkeit, Drag and Drop und zack, haben wir die Beziehung da. Sie sehen, es ist ganz einfach. Sie können in alle möglichen Richtungen erfassen. Das ist total flexibel. Die Beziehungen werden schon dargestellt. Man muss nicht mehr wie früher auf dem Papier Striche ziehen. Sie können jederzeit das einfach ergänzen. Sie können es jederzeit wegnehmen. Sie können es jederzeit korrigieren. Sie können, also es ist einfach sehr einfach und intuitiv. Selbstverständlich lassen sich damit nach allen Regeln der Stammbaumanalysekunst auch komplexe Stammbäume wie der von Queen Victoria anlegen. Hier an diesem Beispiel kann man sehen, was man alles abbilden kann. Wir haben erstens mal
4 Generationen dargestellt. Wir haben hier 3 verschiedene oder 3 verschiedene Personenkreise ursprünglich, die sich dann im Endeffekt darstellen. In der zweiten Generation, in der dritten haben wir dann die Betroffenenanalyse und in der 4. dann die Genetik, wie sie sich aktuell darstellt. Es ist ein sehr flexibles und sich selbst erklärendes System. Erwähnt er an dieser Stelle auch, dass dieses flexible und selbsterklärende System auch das JetCom-Format unterstützt, welches den Austausch einmal bereits erstellter Stammbäume zwischen verschiedenen unterschiedlichen Computerprogrammen ermöglicht. So lassen sich zum Beispiel bereits erstellte Stammbäume ganz einfach in unsere Lösung importieren oder beispielsweise zur elektronischen Weitergabe exportieren. Wie bei allen Lösungen unserer Dorner Workflow Engine ist selbstverständlich auch die für die Genetik webbasiert. Das heißt, sie kann von jedem Gerät mit einem Browser genutzt werden. Gerade in einer vertraulichen Beratungssituation, in der man einer Patientin zugewandt am Tisch sitzt, kann man die Eingaben selbstverständlich auch auf einem Tablet tätigen. Wem das Video gefallen hat, hat die YouTube geschaffene Möglichkeit, dem Ausdruck zu verleihen, indem er auf das Knöpfchen mit dem Daumen nach oben direkt unter dem Video klickt. Hier noch 2 Videos, von denen wir denken, dass sie euch mindestens genauso interessieren wie das, was ihr gerade gesehen habt. Durch das Klicken auf das Glöckchenknöpfchen informiert euch YouTube automatisch, sobald wir in Zukunft ein neues Video für euch haben. Bis dahin laden wir herzlichst auf unsere Webseite ein und verbleiben im besten Sinne des Ausdrucks mit einem Auf Wiedersehen.